Hallo, ich begrüße Sie. In meinem Vortrag möchte ich die Kerninhalte und auch die Erkenntnisse des Workshops zusammenfassen und reflektieren. Die Materialien, die habe ich ja schon erstellt und jetzt kann es losgehen. Ziel ist es, eine Gemeinschaft zu bilden, die sich intensiv mit den Möglichkeiten von KI und H5P im Bildungsbereich auseinandersetzt. Dazu wird dann im ersten Teil beschrieben, wie die Gemeinschaftsbildung in Online-Kursen am besten gelingt. Ein zentraler Schritt ist das Ausfüllen des Nutzerprofils inklusive eines Fotos für den Wiedererkennungswert, damit ein persönlicher Austausch ohne Preisgabe privater Daten möglich ist. Man hat ja die Möglichkeit, innerhalb der Plattform zu kommunizieren. Da muss man noch nicht mal seine persönliche E-Mail-Adresse bereitstellen. Die Darstellung der persönlichen Interessen und dessen, was da beruflicher Hintergrund ist, die Fächer vielleicht, das erleichtert die Bildung von fachlich interessierten Gruppen und das fördert, dass Videokonferenzen innerhalb der Workshop-Teilnehmer dann stattfinden. Die kann man ja dann zu zweit, zu dritt oder in irgendwelchen kleinen Gruppen verabreden. Und da muss dann auch kein Kursleiter dabei sein. Im zweiten Video auf der Plattform geht es dann um die Kursmaterialien und Werkzeuge. Dazu muss man ein bisschen den historischen Hintergrund kennen. Der Ansatz, der entstand durch jahrelangen Einsatz von E-Books als Hauptlernmaterialien. Und damit das gelingt, musste ich auch, und das mache ich auch hier im Kurs, die effektive Nutzung von Browsern für Notizen und Hervorhebungen zeigen. Man kann in klassische Bücher aus Papier reinschreiben oder sich Notizen machen. Bei E-Books, das sind ja in der Regel PDF-Dokumente, da geht das nicht. Aber wenn man dann die Werkzeuge kennt, die passenden Browser, das Snipping-Tool, vielleicht auch Word und PowerPoint, um sich da Teile zu extrahieren oder Anfragen an die KI vorzubereiten, dann ist das natürlich eine interessante Sache. Ihr seht es ja auch, diesen Vortrag hier habe ich mit PowerPoint gemacht. Der Fokus in diesem Workshop liegt natürlich eindeutig auf dem KI-Einsatz, insbesondere ChatGPT. Damit werden Zusammenfassungen von Kapiteln aus den E-Books erstellt. Damit werden aus diesen Kapiteln Fragenpools abgeleitet, vielleicht 1 bis 2 Fragen pro Seite. Und aus diesen Kapitelinhalten wird dann natürlich auch die thematische Bildgestaltung mit der KI, DALL-E, spielt da eine Rolle. Das wird damit vorgenommen. Liegen die Inhalte erstmal vor, dann müssen sie noch angeordnet werden und das geschieht dann mit H5P. Und das machen wir dann auf Systemen wie WordPress. Das ist das von mir favorisierte System, aber das geht auch mit Moodle und das geht auch mit Systemen, wo jeder rankommt oder jede Teilnehmerin. Mit einigen Tools wie dem genannten Einstieg H5P kann man auch, ohne dass man Geld ausgeben muss, solche Materialien entwickeln. Und das wird hier praxisnah gezeigt. Dafür gibt's ein Video. Die Vision dieses Workshops ist es, dass man eine fortlaufende Plattform erstellt, die sich nach dem Basisworkshop fortsetzt, um Austauschmöglichkeiten für die Weiterbildung zu schaffen. Der Einstieg, das ist dieser vierwöchige Basisworkshop, den man für 99 € erhält. Enthalten sind da 4 Doppelstunden mit Online-Sitzungen, mit Videokonferenz-Tools wie Zoom. Das ist das, was ich hier zunächst vorschlage. Wenn aber genügend Teilnehmer zusammenkommen, die auch mit AlphaView, das ist das, was ich dienstlich sehr oft einsetze, dann können wir das auch machen. Das hat dann den Vorteil, dass das auch 100% DSGVO-konform ist und in der geförderten Weiterbildung eine große Rolle spielt. An den Workshop schließt sich dann optional ein fortgeschrittenen Kurs an. Da werden natürlich nicht wöchentliche Meetings stattfinden, vielleicht sogar mehr als ein Meeting pro Woche, wenn entsprechend die Resonanz so groß ist. Aber
die Meetings werden angesetzt, wenn die Fortgeschrittenen dann in den Foren entsprechende Einträge machen und daraus dann Meetings abgeleitet werden können. Die Option für Fortgeschrittene, die habe ich hier auch genannt. Die Zukunft der Gemeinschaft könnte man sagen, wenn sich dann herausstellt, dass solche Workshops eine Menge gebracht haben und auch der Wunsch besteht, das fortzusetzen, weil man sich gegenseitig viel zu bieten hat, dann kann man das machen. Ich könnte das organisieren. Das wäre dann für diejenigen, die aktiv sind, kostenlos. Das heißt, die liefern regelmäßige Beiträge oder beantworten Fragen im Forum. Es könnte aber auch sein, jemand ist da passiv, der nutzt nur die Möglichkeit, da Wissen zu beschaffen, aber der ist auch willkommen oder die ist auch willkommen. Dann muss man allerdings mit einem Monatsbeitrag von 30 € ermöglichen, dass die Organisation des Workshops und die Plattform finanziert wird. Das ist eine Perspektive, die ich hier nur schildere. Die kann ich mir also sehr gut vorstellen, dass das auch organisatorisch machbar ist. Wie das geht, das kann man dann später überlegen. Es gibt Vereine für so etwas oder gemeinnützige Gesellschaften oder unter dem Dach einer Volkshochschule wäre das vielleicht auch möglich. Kann da mir viele Dinge vorstellen. Dass man dann, falls sich das bewährt hat, solches andenken muss, ist ja allein aufgrund meines Alters sehr sinnvoll. Ich bin nicht mehr der Jüngste, würde aber gerne noch ein paar Jahre mitmachen, aber es muss sich schon jemand dann finden, der die Sache auch fortsetzt, falls es da zu so einer Gründung kommt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und lade Sie ein, teilen Sie sich am konstruktiven Feedback. Das geht bei YouTube als Kommentar und das geht natürlich dann auch auf der Plattform im Forum. Auf dieser Plattform ist das Video auch in H5P integriert. Das geht bei Moodle sehr gut zu machen. Und da kann man dann am Ende reinschreiben, was ist dann von dem, was hier angekündigt wurde, was ist denn da umgesetzt und wo haben dann vielleicht kreative Teilnehmer noch viel mehr möglich gemacht, als es hier in der Ankündigung beschrieben war. Das war's. Ich bedanke mich nochmals. Tschüss.